und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Französische Barockmusik auf der Blockflöte spielen ist ein bisschen eine Wissenschaft für sich, aber mit den 3 Merkmalen der französischen Musik, die ich euch heute erkläre, kommt ihr schon ein ganzes Stück weit. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid oder Veras Blockflötenkanal ganz neu entdeckt habt. Ich freue mich und vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützen und meinen Kanal hier auch abonniert haben. Ja, französische Barockmusik, wie wird das gespielt? Also ich meine Stücke wie von Otteterre, Dieupart, de la Barre, oder Philidor. Vielleicht habt ihr die Noten schon mal in die Hände bekommen, aber wusstet nicht so recht, wie das eigentlich gespielt werden muss. Und das kann ich gut verstehen, falls ihr da Probleme hattet, denn bei französischer Barockmusik ist es so, dass man nicht immer das spielen muss, was da steht, beziehungsweise das, was man sieht, ist nicht das, wie es nachher klingen soll. Ich erkläre euch heute mal 3 ganz wichtige Merkmale der französischen Barockmusik. Das wären die Inégalité, die Art der Verzierungen und das punktierte Spiel. Jetzt aber Schritt für Schritt. Wir fangen mal an mit der Inégalité. Die Spielweise der schnellen Noten in einem französischen Barockmusikstück, die nämlich nicht so geradeaus ist, wie wir das von den italienischen Barockkomponisten oder überhaupt in unserer ganzen Musik kennen, nämlich dass die schnelleren Notenwerte einfach so klingen. In der französischen Barockmusik sehen sie in den Noten genauso aus, aber werden in vielen Fällen so gespielt. Das ist also so ein bisschen wie punktiert, aber nicht ganz. Richtig punktiert würde das nämlich so klingen. Und bei den Franzosen in der Barockzeit sollte das so ein bisschen klingen, wir würden heute sagen Jazzy oder Swing, dass es so ein bisschen Zwischenpunktierung ist und normalem Spiel. Und das steht, wie gesagt, nicht in den Noten drin und das wird auf die schnellsten Notenwerte in einem Stück angewandt. Also wenn ihr ein Stück habt mit Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehntelnoten, dann betrifft das nur die Sechzehntelnoten. In ganz vielen Fällen, es gibt da Ausnahmen, also wenn Legatobögen da stehen, dann ist es oft nicht gemacht oder wenn es 3 Klangsbrechungen sind. Aber das würde jetzt schon sehr speziell werden. So im Großen und Ganzen, in der Vielzahl der Fälle werden die schnellen Noten inégal gespielt. Das heißt ja wörtlich ungleich. Also eigentlich ist eine Note immer ein bisschen länger und eine immer ein bisschen kürzer. Man muss auch noch darauf achten, ob man mit der langen oder der kurzen Note anfängt. Das hat damit zu tun, ob man eine ungerade Anzahl an schnellen Noten hat oder eine gerade Anzahl. Aber das führt jetzt auch zu weit. Nur, dass ihr mal wisst, dieses Inégal-Spiel, das gehört zur französischen Musik dazu. Dadurch gibt es eine andersartige Betonung und das ist ja auch wie in der französischen Sprache. Da ist ja die Betonung ganz oft am Schluss. Also sage ich nicht Nicolas, sondern Nicolas. Oder meine französischen Freundinnen, die nennen mich nicht Vera, sondern Vera.
Das zweite ganz typische Merkmal, das ich euch heute nennen will bei französischer Barockmusik, ist die Tatsache, dass wenig freie Verzierungen erwünscht waren, so wie bei italienischer Barockmusik, wo ihr wilde Verzierungen euch ausdenken und drumherum spielen könnt, sondern die Franzosen haben das ganz genau festgelegt, wie verziert werden soll, und es gibt da auch sehr viele kleine Verzierungen, wie zum Beispiel ein Praller oder ein Mordent oder ein Schleifer oder ein Doppelschlag. Die hießen aber anders, die hatten natürlich viel schicker klingende französische Bezeichnungen. Und vor allem wurden sie nicht so oft hingeschrieben, sondern es gab nur ein kleines Zeichen dafür. Und die Zeichen, die wurden auch von Komponist zu Komponist vielleicht mal unterschiedlich festgelegt. Es gibt diese bekannte Verzierungstabelle von Jacques-Martin Hotteterre, der darin zum Beispiel den Vorhalt von unten zeigt. Das ist ein Port de Voix, der mit so einem kleinen V markiert ist. Das ist, glaube ich, die Verzierung, die man am meisten in den Noten antrifft, wenn man französische Musik spielen will. Oder ein Triller mit Nachschlag hieß Double Cadence. Und wie gesagt, stand dann nicht Triller drüber oder so, sondern eben dieses Zeichen für die Double Cadence. Ja, und wenn man das erstmal entziffert hat, wenn man zum Beispiel diese Tabelle sich hinzunimmt von Hotteterre, ist das gar nicht mehr so schlimm. Man muss es nur verstehen. Das ist eigentlich wie bei zeitgenössischen Stücken für die Blockflöte. Da sind ja auch oft ganz, ganz viele Erklärungen dabei und irgendwelche Griffschriften und Zeichen. Und die meiste Arbeit besteht oft darin, die erstmal zu entziffern, bevor man das Stück überhaupt spielen kann. Auf jeden Fall ist es so, dass in der französischen Barockmusik die Verzierungen gar nicht so frei sind, sondern vorgeschrieben, und dass es auch gar nicht darauf angelegt war, mit virtuosem Spiel zu glänzen, sondern dass es einfach sehr elegant und ausdrucksvoll klingen sollte, aber auch sehr kontrolliert. Der Vorteil bei der ganzen Geschichte, wenn ihr französische Barockmusik spielen möchtet, ihr müsst euch das alles nicht selbst ausdenken. Es ist ja schon vorgegeben. Also ihr müsst nur diese Hieroglyphen entziffern und schon könnt ihr wunderbar verzieren in französischer Musik. Ja, und der dritte Punkt wären jetzt die Punktierungen. Und Punktierungen gibt es natürlich in jeder Musik, die gibt es auch in dem italienischen Stil, aber die Franzosen haben auch hier wieder meistens nicht das gespielt, was da steht, sondern die haben eigentlich, wie man das nennt, überpunktiert. Das heißt, die haben die Note mit dem Punkt, die ja länger dauert als die kurze Note, die danach kommt bei einer Punktierung, die haben die noch viel länger gemacht. Also so, als hätte sie mindestens 2 Punkte und dann dementsprechend die schnelle Note, die danach kommt, noch schneller. Und genau wie bei der Inégalité, so ist es auch bei den Punktierungen und bei der Überpunktierung so, dass ihr, je langsamer das Stück ist, das umso stärker machen könnt. Vielleicht kennt ihr die Suite in A-Moll für Blockflöte und Orchester von Georg Philipp Telemann, die ja auch in diesem französischen Stil geschrieben ist. Die hat gleich am Anfang eine französische Ouvertüre und da sehen die Noten so aus. Und da könnte man erstmal denken, das wird dann so gespielt. Aber tatsächlich wollte Telemann, der ein Riesenfan der Musik seiner französischen Kollegen war und auch in Paris die französische Musik studiert hat, der wollte hier, dass man nach französischer Art überpunktiert und dann wird das eher so gespielt.
Und ihr merkt schon, dadurch entstehen ganz viele Luftlöcher. Und das ist auch übrigens etwas, worauf die französischen Komponisten sehr viel Wert gelegt haben, dass sehr viel Luftlöcher in der Musik sind. Viel mehr als in italienischer oder anderer Barockmusik. Also Mut zur Lücke sozusagen braucht ihr hier bei der französischen Musik. Wenn ihr Lust habt, diese verschiedenen Spielweisen, die ich euch heute gezeigt habe, mal ganz praktisch mit mir zusammen auszuprobieren, dann nehmt doch gerne an meinem Workshop teil über französische Barockmusik, Einblicke in die französische Barockmusik. Ich verlinke euch das hier unten, wo ihr euch da anmelden könnt. Und dann gibt es ein schönes Online-Meeting mit mir, wo wir das gemeinsam ausprobieren. Im Januar gab es den Workshop zum ersten Mal und ich glaube, das hat vielen sehr viel Spaß gemacht, jedenfalls mir auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal dabei seid. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr zurechtkommt mit französischer Barockmusik, ob ihr vielleicht noch andere Spieltechniken entdeckt habt, wo ihr nicht wisst, wie ihr die bewältigen könnt, oder alle weiteren Fragen zu diesem Thema. Da freuen sich alle hier, die das lesen und auch kommentieren können. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!